Endlich kann ich es sagen. Der Crash ist da. Nachdem wir seit der Pandemie in einer Up-Only-Phase waren, in der wir uns durchgehend nach oben bewegt haben, haben wir jetzt endlich einmal einen Aktiencrash. Die weltweiten Indizes sind teilweise heftig eingebrochen. Jeden Tag hören wir von neuen Zöllen oder Verhandlungen. Persönlich liebe ich solche Phasen an der Börse, denn das sind genau die Situationen, in denen wir den Grundstein für wirkliches Vermögen legen können. Wir haben kurzfristige Schmerzen für meistens langfristige Performance. Man könnte also sagen, dass dieses Marktumfeld, in dem wir uns befinden, wirklich ein Geschenk ist. Wir sprechen heute darüber, was genau in den letzten Tagen passiert ist, wo der Markt aktuell steht, welche Aktien ich bereits in diesem Crash nachgekauft habe und wohin wir uns höchstwahrscheinlich bewegen. Falls also noch nicht gemacht, Abo dalassen, Kaffee kochen, bevor wir uns gleich nach dem Intro wiedersehen. Bevor es losgeht, wie immer, nichts von dem, was ich mache, ist Anlageberatung und auch keine Steuerberatung, sondern nur meine eigene Meinung. Und diesen Kanal zu abonnieren hat gleich mehrere Vorteile. Erstens, du verpasst kein neues Video mehr und zweitens segnest du mir automatisch den YouTube-Algorithmus, der mich dazu zwingt, euch immer wieder nach Abos und Likes abzugeiern. Und das Beste, es ist für dich komplett kostenlos. Am 2. April war der sogenannte Liberation Day in den USA. So wurde er von US-Präsident Trump selbst bezeichnet. Also übersetzt, der Tag der Befreiung. Trump hat uns alle also von unseren bisherigen Gains befreit und ich fühle mich, wenn ich in mein Portfolio blicke, extrem liberated. Spaß beiseite, am Liberation Day kündigte er Zölle auf eigentlich fast jedes Land dieser Welt an. Das Bild hier im Hintergrund mit den großen Tafeln ging um die Welt. Diese Zölle bezeichnet er selbst als Reciprocal Tariffs, zu Deutsch also wechselseitige Zölle. Diese Ankündigungen lösten dann das Beben an den internationalen Finanzmärkten aus, das wir gerade beobachten können. All diese Zölle haben nämlich weitreichende Folgen für Unternehmensgewinne weltweit, Lieferketten und noch vieles mehr. Der S&P 500 als weltweit wichtigster Index hat sofort reagiert und hat am 3. April, also nur einen Tag später, heftig korrigiert, nämlich um stolze 10,5%. Und hier muss auch mal gesagt sein, dass ein breiter Aktienindex wie der S&P 500 so heftig abstürzt, ist wirklich historisch. So etwas passiert nicht einfach mal so. Am 3. April hat der Markt nämlich diese ersten Rezessionsängste bzw. Ängste vor einem Handelskrieg sofort eingepreist. Am Freitag, dem 4. April, war dann der wirkliche Crash da und das war auch der Zeitpunkt, an dem ich ganz persönlich gesagt habe, yo, wir haben einen Crash. Der S&P 500 fiel um weitere 6%, der Dow Jones um 5,5%, der Nasdaq 100 um 6%, der japanische Nikkei, einmal festhalten, um stolze 12%, der Hang Seng um 7% und der MSCI World um 5,5%. Absoluter Negativrekord war hier der Nikkei aus Japan, der um 12% korrigierte. Auch hier, genauso wie eben beim S&P, ein großer Index wie der Nikkei fällt nicht einfach so um 12%, wenn das nicht wirklich dramatische Folgen für die Weltwirtschaft hätte. Der 7. April war dann absolut wild. Es machten Gerüchte die Runde, dass man Zölle für 90 Tage aussetzen wird, um weiter zu verhandeln. Auf Basis dieses Gerüchts schossen alle Indizes und auch viele Aktien in die Höhe, teilweise um 8 oder 9% innerhalb weniger Minuten. Nach kurzer Zeit sagte das Weiße Haus dann, das seien Fake News und die Märkte gingen sofort wieder runter. Am 8. April sahen wir dann eine Art Versuch von den Märkten einen Boden zu bilden. Der S&P 500 stand bei knappen 4.900 Punkten und ging weitere 3,6% nach unten. MSCI World weitere 2,5% und der Nikkei 2%. Einzig und allein der DAX konnte sich etwas ins Plus retten und stand am 8. April mit 1,5% im Plus. Am 9. April wurden die Zölle der USA dann wirklich wirksam. Unter anderem hatte China auf die Zölle der USA reagiert und man hat Gegenzölle erhoben. Daraufhin haben sich die USA davon aber nicht beeindrucken lassen und die Zölle gegen China sogar weiter erhöht. Aktuell stehen wir bei Zöllen gegen China im dreistelligen Bereich von über 100%. Absolut krank und kann sich wirklich keiner mehr ausdenken. Meiner Meinung nach war diese Meldung übrigens die Bestätigung für uns, dass sich die USA und China nun offiziell
offiziell in einem offenen Handelskrieg befinden. Oder doch nicht? Denn auch am 9. April aus dem Nichts kam auf einmal dieser Post von Donald Trump, bei dem er sagte, es sei ein großartiger Zeitpunkt zu kaufen. Keine 3 Stunden später sahen wir dann diesen Post hier, in dem Trump verkündete, dass die USA nun nur noch die Zölle gegenüber China aufrechterhalten, gegen alle anderen Länder die Zölle reduziert werden, nämlich nur noch auf 10%. Als Reaktion darauf schossen wirklich alle Indizes und so gut wie jede Aktie in die Höhe. Tesla beispielsweise hat den 9. April mit über 22% im Plus abgeschlossen. Ich sag's ja, kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Und als Krönung zu all dem hörten wir dann auch noch, dass die neuen Inflationsdaten der USA sehr gut aussehen und die Inflation nun gefallen ist. Trotz all dem fassen wir jetzt aber einmal zusammen, wie die Märkte seit dem 2. April zumindest bis zum bisherigen Boden reagiert haben. Mit 11,7% beim S&P 500 im Minus, mit 14,9% beim Dow Jones, mit 13% beim Nasdaq im Minus, mit 18,1% beim DAX, mit 29,9%, also fast 30% beim Nikkei in Japan, mit 23,7% beim chinesischen Hang Seng im Minus und mit 16,2% beim MSCI World. Übrigens passend zu diesem Thema hier. Wir hören immer wieder davon, dass der MSCI World ja so breit diversifiziert und vor allem sicher ist. Das Argument der 70-30-Anleger ist ja immer wieder, dass der USA-Anteil geringer ist und man weniger Klumpenrisiko hat. Ich sage immer wieder, dass der S&P 500 der beste Index der Welt ist. Ein Argument vieler ist dann immer, dass der MSCI World ja weniger stark fällt als zum Beispiel der S&P aus den eben genannten Gründen. Im MSCI World befinden sich fast 1400 Unternehmen, im S&P 500 nur 500. Also haben wir fast das Dreifache an Diversifizierung im MSCI World und das kann ja nur gut sein, so wird uns das ja immer wieder gesagt. In Realität sehen wir aber hier live, dass dem nicht so ist. Der S&P 500 fiel um 11,7% und der MSCI World um 16,2%. Das bedeutet, dass der S&P 500 nicht nur langfristig den MSCI World kontinuierlich outperformt, sondern weniger Volatilität aufweist. Das sind die Daten, wir fokussieren uns auf diesem Kanal immer nur auf Daten und die Daten lügen nicht. Wir hören jetzt vor allem in den letzten Tagen immer wieder von einem neuen schwarzen Montag, damit ist dann der 7. April gemeint und wir hören von einem historischen Crash. Ich dachte mir also, lasst uns einmal die wichtigsten Indizes, die wir uns eben ansahen, mit den absoluten Tiefpunkten im Crash 2020 vergleichen. Wichtig hierbei vorab, ich habe mich auf die Tiefpunkte im März 2020 gestützt, also auf die Punkte, die vor 4 Jahren den sogenannten Boden bildeten. Hier also einmal im Vergleich jetzt versus Tiefpunkte in 2020. In 2020 fiel der S&P vom Hochpunkt damals bis zur Bodenbildung um 33,9, also fast 34%. Jetzt aktuell blicken wir auf einen Rückgang von 11,7%. Beim Dow Jones hatten wir in 2020 minus 37%, jetzt minus 14,9%. Beim Nasdaq sahen wir in 2020 Rückgänge von in der Spitze minus 28%, jetzt aktuell und zumindest bisher minus 13%. Beim DAX in 2020 minus 38,8, also fast 39%. Jetzt in 2025 stehen wir bisher mit 18,1% im Minus. Beim japanischen Nikkei sahen wir 2020 bis zum Boden minus 31%, jetzt minus 29,9, also fast identisch. Beim Hang Seng in Hongkong sahen wir damals minus 22,5%, jetzt minus 23,7. Zu guter Letzt beim MSCI World in 2020 am Tiefpunkt mit minus 34,4% gestanden, jetzt gerade bisher minus 16,2%. Man könnte also daraus ableiten und interpretieren, dass die Rückgänge im 2020er Börsencrash viel stärker und tiefer waren als jetzt im Handelsstreit. Hängt zum einen damit zusammen, dass die Pandemie einfach für einen größeren globalen Schock sorgte als der jetzige Zollkonflikt. Hierzu sei aber gesagt, wir befinden uns, wenn wir Pech haben, erst am Anfang. Und genau das ist das Problem. Wir wissen nicht, ob wir uns erst am Anfang befinden oder ob wir ab hier wieder höher gehen und vielleicht schon den Boden gesehen haben. Genau das geht auf meine Aussage in meinem Video von vor ein paar Wochen zurück. Vor einigen Wochen hatten wir uns die Zollpolitik von Donald Trump genauer angeschaut, hatten darüber gesprochen, was seine Strategie ist, was er versucht durchzusetzen und vieles mehr. In diesem Video damals sagte ich, dass es sein kann, dass ich für euch an einem richtig guten Video arbeite, dieses hochlade und
und 1 oder 2 Tage später schon wieder alles verändert ist. Genau das ist das Problem. Die Unsicherheit, vor allem aber die Unberechenbarkeit von den USA. Zumindest aktuell. Denn zumindest jetzt aktuell wissen wir ja, dass alle Zölle eigentlich so gut wie aufgehoben wurden. Ja, gegen die meisten Länder bestehen nun Zölle von 10%, aber ich persönlich habe das Gefühl, das soll einfach nur etwas den Druck aufrechterhalten. Wir sehen ganz klar, welche beiden Schwergewichte hier aktuell am Zug sind. Die USA und China. Es ging Donald Trump sehr wahrscheinlich die ganze Zeit schon hauptsächlich um China. Wir alle können leider nichts daran ändern, wie die aktuelle Situation ist. An einem Tag hören wir seitens der EU, dass man den USA 0% Zölle anbietet und bereit für einen Deal ist. Am nächsten hören wir, dass die EU Gegenzölle präsentiert. Gerade erst jetzt am 9. April hören wir, dass China die Gegenzölle an die USA um weitere 84% erhöht. Und wie wir am 9. April gesehen haben, am gleichen Tag spätabends hat sich all das schon wieder komplett verändert. Wir sehen also extrem unsichere Marktverhältnisse und wir sollten uns nicht wundern, wenn das kurzfristig gesehen so weitergeht und so schnell wie sich die Dinge hier verändern, können wir alle gar keine Videos mehr produzieren. Viel wichtiger ist aber der langfristige Blick. Wir gehen einmal zurück auf den S&P 500. Als jeder in 2020 im Crash in Panik verfiel und der S&P in der Spitze, wie wir gesehen haben, mit fast minus 34% vom Hochpunkt dastand, hat sich jeder gefragt, wie es weitergeht. Also eigentlich genauso wie jetzt im Moment. Im Anschluss sind wir in eine V-förmige Erholungsphase gegangen und stehen trotzdem, obwohl im Moment alles um uns herum crasht, immer noch auf 5 Jahre gesehen im Plus. Wir kommen also aus einem mehrjährigen Bullenmarkt und wir alle waren in den letzten Jahren sehr verwöhnt. Das Wichtige dabei ist aber, langfristig gesehen steigen Aktienmärkte immer weiter an. Wenn das nicht der Fall wäre, hätten wir ganz andere Probleme als unser Geld. Ein Börsencrash ist also die beste Situation für uns als Anleger nachzukaufen und wie ich eingangs sagte, der Grundstein für ein zukünftiges Vermögen. Die meiner Meinung nach beste Vorgehensweise, vor allem im Moment, weil alles so unsicher ist in Tranchen zu kaufen. DCA, Dollar Cost Average, Durchschnittskosteneffekt, nennt es wie ihr wollt. Man möchte auf keinen Fall sein gesamtes Pulver auf einmal verschießen, sondern man möchte tröpfchenweise und Stück für Stück nachkaufen. Hängt damit zusammen, dass wir unmöglich voraussehen können, wie weit wir ab jetzt noch runtergehen, wie lange sich dieser Crash fortsetzt oder ob wir bereits das Schlimmste gesehen haben. Übrigens, mein persönlicher und absoluter Bear Case für den S&P 500 sind 4200 Punkte. Ob wir dahin kommen, werden wir sehen. Und mich würde an dieser Stelle vor allem interessieren, für wie viele unter euch das der erste richtige Crash ist, den ihr selbst miterlebt. Ich weiß von einigen von euch, die erst seit ungefähr 2 Jahren investieren, weiß also, dass für diejenigen unter euch das hier der erste Crash überhaupt ist, den ihr miterlebt. Mich würde interessieren, für wen von euch das der Fall ist und für wen von euch das der zweite oder sogar dritte Crash ist, den ihr erlebt. Schreibt's mir also sehr gerne in die Kommentare. Das Wichtigste in meinen Augen ist im Moment, nicht in Panik zu verfallen. Und man sollte auch Abstand von so einigen Leuten nehmen, die im Moment jeden Tag ein neues Video mit Flammen im Thumbnail hochladen, von wegen, das musst du jetzt tun, wie du jetzt dein Vermögen schützt, yada yada yada. Ihr müsst mal drauf achten. Wir beobachten im Moment eine Art Evolution. Auf einmal ist jeder ein Experte für internationale Zölle und jeder hat auf einmal innerhalb der letzten 2 Wochen seinen Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre am Start und ist Chefvolkswirt bei irgendeiner Großbank. Daher Abstand nehmen, durchatmen und einen Schritt zurückgehen. Früher oder später werden sich die USA an den Verhandlungstisch setzen müssen, denn die Zölle fangen so langsam aber sicher an, auch die heimische Wirtschaft zu schwächen. Zweitens wichtig im Moment, die eigene Watchlist sehr genau beobachten und mit Limits arbeiten. Wir alle haben gewisse Aktien bereits seit langer Zeit auf dem Schirm, in die wir die ganze Zeit schon investieren wollten. All diese waren aber in den letzten Jahren sehr hoch bewertet. Nvidia down year-to-date stolze 33%, AMD year-to-date down stolze 40% oder Tesla year-to-date down 45%. Egal wohin wir im Moment hinsehen, alles, wirklich alles hat stark korrigiert. Das sind die Phasen, in denen wir in meinen Augen Kapital locker machen wollen und tröpfchenweise nachkaufen. Ich ganz persönlich habe am 7. April folgende Assets nachgekauft. Hims & Hers bei knappen 25 € je Aktie. Hims war sowieso schon ziemlich am Boden und ist aktuell auf einen Monat gesehen mit fast 25% im Minus. Wir waren am bisherigen All-Time-High im Februar diesen Jahres bei fast 70 € je Aktie. Jetzt können wir das Ding irgendwo zwischen 20 und 30 € je Aktie kaufen. Weiterhin
Weiterhin habe ich Palantir bei ungefähr 65 € je Aktie nachgekauft. Das war also genau hier am 7. April, als die Börse aufgrund der Falschmeldung, man hätte sich bei den Zöllen eine 90-tägige Pause gegönnt, verrückt gespielt haben. Auch hier sind wir gut vom vorherigen All-Time-High entfernt. Da waren wir bei fast 120 € je Aktie im Februar und ich habe bereits des Öfteren gesagt, dass Palantir eine absolute Must-Have-Aktie in meinen Augen ist, die langfristig gesehen sehr gut laufen wird. Aktie Nummer 3, die ich am 7. April nachgekauft habe, war Costco, eine der stärksten Dividendenwachstumsaktien, die ich kenne, bei knappen 835 € je Aktie. Vorheriges All-Time-High war auch im Februar bei über 1020 €. Und die letzte Aktie, die ich nachgekauft habe, sollte überhaupt niemanden wundern, natürlich Tesla. Da habe ich bei knapp 200 € je Aktie nachgekauft, war sogar sehr nah an diesem Tiefpunkt hier von 193 am 7. April und habe hier noch einmal zugeschlagen. Tesla ist sowieso eine sehr volatile Aktie, auch wenn wir uns nicht in einem Crash befinden, und Situationen wie diese sind für mich immer ein gefundenes Fressen. Bisheriges All-Time-High, Tesla war bei über 460 € je Aktie im Dezember 2024, das war also auch sehr saftig. Und an der Stelle sei gesagt, dass ich das, was ich predige, wie ihr seht, auch selbst mache. Zum anderen sind das einfach die Aktien, die ich persönlich gekauft habe, und wirklich niemand von euch muss dieselben Unternehmen kaufen, nur weil ich das mache, und das sollte man sowieso niemals tun. Und drittens, ich versuche überhaupt nicht den Boden zu timen. Wir haben den S&P 500 mehr als 10% fallen sehen und das haben wir zuletzt vor knappen 5 Jahren erlebt. Und deshalb gibt es auch keine richtige und beste Herangehensweise in der aktuellen Situation. Jeder, der genauso wie ich schon einen oder mehrere Abstürze an der Börse miterlebt hat, wird das bestätigen können. Es gibt aber einige Dinge, die man vor allem jetzt nicht machen sollte. Zuerst sei gesagt, meiner Meinung nach war das der kürzeste Börsencrash in der Geschichte aller Abstürze und dieser Zollkonflikt ist in keinster Weise mit dem Corona-Crash oder der Bankenkrise 2008 vergleichbar. Die Unterschiede zwischen 2020 und jetzt haben wir uns ja angesehen. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einfach einmal generell über so einige Do's and Don'ts zu sprechen. Egal, ob sich daraus in den nächsten Wochen nun ein wirklich heftiger Crash ergibt oder ob wir das Schlimmste bereits hinter uns haben. Wir legen mit den Do's, also Dingen, die sich als positiv und richtig herausgestellt haben, los. Nummer 1. Ruhig bleiben und die eigene Strategie überprüfen. Wir nehmen uns Zeit, unsere eigenen langfristigen Ziele und unseren Anlagehorizont zu bewerten. Ein Crash ist bisher zumindest immer nur eine kurzfristige Störung gewesen, die sich langfristig als eine Art Schlagloch auf dem Weg herausgestellt hat. Do Nummer 2. Man kann Phasen wie diese nutzen, um die eigene Portfolio-Diversifizierung zu betrachten und weiterzuentwickeln. Vor allem Anlageklassen wie Bitcoin sollten in jedem Portfolio vertreten sein, auch wenn Bitcoin mit in den Strudel gezogen wurde, darüber sprechen wir aber gleich noch. Nummer 3, Pulver auf der Seite bereithalten und sicherstellen, dass wir genügend liquide Mittel haben, um a. jetzt im Crash nicht notgedrungen verkaufen zu müssen und b. um in der Lage zu sein, Chancen wie diese jetzt zu nutzen. Aus diesem Grund sprechen wir auf diesem Kanal immer wieder über die Wichtigkeit des Notgroschens. Und für alle die jetzt aktuell kein Cash auf der Seite haben, um den Dip zu kaufen, seht es als Lehre dafür, in Zukunft immer etwas Pulver auf der Seite zu haben für genau solche Situationen. Ich weiß, es ist nicht schön zu sehen, wie alle Kurse nach unten gehen, während man selbst kein Geld hat, um nachzukaufen. Do Nummer 4, kontinuierlich informiert bleiben. Vor allem aktuell sehr genau auf die Kurse achten, täglich verfolgen, was es für Neuigkeiten gibt. Das gibt uns den Vorteil, antizyklisch zu handeln und potenzielle Chancen besser vorauszusehen. Und jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Dinge ein, die man vor allem jetzt auf keinen Fall machen sollte. Erstens, keine Panikverkäufe. Der Verkauf von Positionen in einem Börsencrash realisiert Verluste und verhindert eine mögliche Erholung nach oben. Hochphasen am Markt werden dafür genutzt, um Gewinne zu realisieren. Crashphasen wie jetzt werden dafür verwendet, um qualitativ hochwertige Aktien oder auch ganze Indizes nachzukaufen. Nummer 2. Nicht versuchen, den Markt zu timen. Hatten wir schon kurz drüber gesprochen? Niemand wird den perfekten Boden erwischen. Selbst kein Warren Buffett oder andere Hedgefondsmanager. Schrittweise nachlegen ist aktuell in meinen Augen die beste Herangehensweise. Und Fehler Nummer 3 ist auch gleichzeitig der schlimmste. Auf gar keinen Fall per Leverage und somit Fremdkapital jetzt traden. Egal ob Optionen oder sogar Kredit von der Bank nehmen, um den Dip zu kaufen. Absolutes Don't und einer der größten Fehler überhaupt. Wer jetzt gerade kein Geld auf der Seite hat, das man nicht braucht,
braucht und somit verwenden kann, um diesen Dip zu kaufen, der muss nun leider am Seitenrand sitzen und zuschauen. Natürlich müssen wir auch noch einmal auf Bitcoin und den Kryptomarkt generell eingehen, denn mittlerweile hat der Crash an den Finanzmärkten auch Bitcoin mit in den Strudel hineingesogen. Noch am 2. und 3. April, als sich der Crash an den Finanzmärkten wirklich so richtig breit gemacht hat, hatte Bitcoin noch sehr gut gegengehalten und wirklich den sicheren Hafen, als den man ihn bezeichnet, auch alle Ehre gemacht. Wir standen trotz der heftigen Korrekturen immer noch bei über 83.000 $, was in diesem Marktumfeld wirklich als positiv hervorzuheben ist. Dann wurde es wieder verrückt. Am 9. April zeitweise auf weit unter die 80.000 $ Marke auf 76.000 gefallen. Dann kam der Post, man nimmt die Zölle tatsächlich zurück, beziehungsweise reduziert diese massiv und Bitcoin sah eine God Candle zurück auf über 80.000 $. Während ich gerade gucke, stehen wir bei knappen 80.500. Eine gewisse Korrelation zu den Aktienmärkten hast du bei Bitcoin einfach, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und wir sehen das hier auch sehr eindeutig. Bitcoin kann nicht mit Zöllen belegt werden, trotzdem reagiert er auf diese. Wir sehen es hier aber auf der Heatmap sehr gut. Der gesamte Markt hat erneut gepumpt und so gut wie alles hat in den letzten Tagen wieder kräftig zugelegt. Das Lustige ist, die Heatmap der Kapitalmärkte sieht ganz genauso aus. Ich dachte mir die Tage fast schon, der Aktienmarkt ist mittlerweile genauso volatil wie Krypto. An einem Tag 30% runter, am nächsten wieder 30% rauf. 2025 ist wild und wir sind erst im April. Gehen auf die In- und Outflows, also Zu- und Abflüsse und haben mehrheitlich Abflüsse. Aus den meisten ETFs wird aktuell verkauft und es fließt Kapital ab. Am stärksten bei Bitcoin mit minus 207, gefolgt von Ethereum mit 37,7. Einzig und alleine XRP stemmt sich aktuell dem Trend entgegen und wir sahen in den letzten Tagen positive Inflows. Es sieht also auch am Kryptomarkt im Moment nicht rosig aus, ändert aber nichts daran, dass wir nach wie vor im Bullenmarkt sind. Ich habe auch das Gefühl, dass einige Leute gerne vergessen, wie schnell sich der Kryptomarkt bewegt, wenn er sich erstmal bewegt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir vom vorherigen All-Time-High im November bzw. Dezember 2024 nur knappe 30% im Minus sind und damit entfernt sind. 30% sind vor allem für Bitcoin gar nichts, das Ding kann sich genauso schnell wieder erholen. Am Trend hat sich also außer dem kurzfristigen Kurs nicht viel verändert und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir zu Ende des Jahres neue Höchststände sehen werden. Die abschließende Frage, wohin all das noch führen wird niemand wirklich beantworten können. Weder Experten noch ihr oder ich. Wir können aber ungefähr absehen, wie es weitergehen könnte. Die beiden größten Akteure in diesem Konflikt sind aktuell die USA und China. Beide Seiten werden ihre Maßnahmen weiter verschärfen, solange keine Verhandlungen greifen. Früher oder später wird man das Ganze auf diplomatischem Wege deeskalieren müssen. Denn wenn das nicht passiert, haben wir ganz andere Probleme als unser Vermögen und je länger dieser Konflikt anhält, desto mehr werden beide Seiten, damit sind die USA und China gemeint, unter den Zöllen leiden. Während die USA durch die Zölle vor allem die globalen Lieferketten weiter unter Druck setzen, so sieht man in China bereits, dass die Landeswährung, nämlich der chinesische Yuan, sinkt und die Exporte nach unten gehen. Es gibt also sehr wohl auf beiden Seiten bereits Auswirkungen. Kurzfristig gesehen könnte der Konflikt also weiter eskalieren, früher oder später wird man aber an den Verhandlungstisch gehen müssen. Und wir dürfen eines nicht vergessen. In 2026, also bereits schon nächstes Jahr, sind die Midterm-Wahlen in den USA. Die Midterms finden immer zur Mitte einer 4-jährigen Amtsperiode eines Präsidenten in den USA statt. Deshalb auch der Name. Dabei wird für das Repräsentantenhaus gestimmt und ein Drittel des US-Senats wird neu gewählt. Außerdem finden gleichzeitig in vielen Bundesstaaten in den USA neue Gouverneurswahlen statt. Das bedeutet also, dass wir bereits schon nächstes Jahr einen Stimmungstest in der amerikanischen Bevölkerung sehen werden und natürlich wird dann auch die jetzige Zollpolitik, die diesen Handelskrieg ausgelöst hat, eine Rolle spielen. Deshalb habe zumindest ich ganz persönlich das Gefühl, dass man in den USA sehr schnell versuchen wird, neue Deals natürlich zugunsten der USA auszuhandeln. Wie lange sich das nun aber natürlich über die nächsten Wochen zieht, kann keiner wissen. Egal wie es aber bei all dem Ganzen weitergeht, meiner Meinung nach ist das Wichtigste im Moment einfach nicht in Panik zu verfallen, ruhig zu bleiben und sehr genau zu beobachten, was da passiert. Ich hoffe, dass ihr alle noch fest im Sattel sitzt und ich hoffe, dass jeder einzelne von euch sich über diesen Crash freut, denn das führt wirklich dazu, dass man langfristig gesehen beim Vermögensaufbau eine Art Boost bekommt. Damit wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag, freue mich auf eure Kommentare und sehe euch nächste Woche in alter Frische im nächsten Video.